Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns das MeproLite Foresight. Wir haben euch bereits auf der Millipol 2019 das MeproLite Foresight einmal in der Kurzvorstellung vorgestellt. Sehr, sehr cooles neues Sight für alle, die das Video nicht gesehen haben. Man hat damit die Möglichkeit, verschiedene Absehen auszutauschen mit Hilfe einer App. Man hat einen Kompass mit eingebaut. In zukünftigen Software-Updates wird es noch einen Shot-Counter geben. Das heißt, ich kann sehen, wie viele Patronen im Magazin noch verbleibend sind. Lauter so feine Spielereien und natürlich auch noch die Möglichkeit, verschiedene Profile anzulegen, um auf verschiedenen Waffensystemen die Optik hin und her zu bauen und dann per App das Zeroing automatisch vorzunehmen, wenn man das einmal manuell gemacht hat. Also wirklich ein cooles Gerät. Aber ihr wollt natürlich jetzt nicht über dieses alte Video sprechen, sondern wir wollen uns diese Optik jetzt mal im Detail anschauen, weil jetzt ist sie hier bei uns. Das Foresight fällt in die Kategorie Open Sight. Open Sight für offene Sicht, weites Sichtfeld, eher in Kastenform. Wir haben hier ein Sichtfenster von 33 x 22 mm, haben natürlich vorne und hinten eine geschlossene Scheibe. Das heißt, die Projizierung ist komplett geschlossen. Damit hat man keine Probleme vor äußeren Einflüssen. Es ist von der Funktion her kein typisches LED-Emitter-Gerät, das einen roten Punkt projiziert, sondern hier werden ja auch Informationen projiziert. Bedeutet, hier hat man natürlich einen Bildschirm, der gegen die Scheibe projiziert wird, um die ganzen Informationen darzustellen. Den Kompass, zukünftig den Shot-Counter, Batterieanzeiger, den Cant und so weiter und so fort. Das Gerät wiegt 280 Gramm. Die Einstellung erfolgt in 1 MOA-Klicks. Bei der Einstellung habt ihr hier die Möglichkeit, einmal das am Gerät über die Software zu machen. Also es gibt keine Einstellungen über außenliegende Drehtürme, wie man das normalerweise bei einer Optik kennt, sondern es geht hier rein in der Software. Ist ein bisschen fummelig, aber dafür gibt es dann noch andere Möglichkeiten, die erkläre ich aber später. Und ja, von der Verstellung her habt ihr hier nur die Möglichkeit, die Montage zu verstellen. Dafür kriegt ihr hier einen großen Maulschlüssel mitgeliefert. Der ist hier für die beiden außenliegenden Muttern. Das ist das Einzige, wo ich sage, das hätte man kosmetisch ein bisschen schöner umsetzen können. Aber es ist natürlich wichtig für die IDF, dass das Gerät möglichst robust und möglichst einfach zu bedienen ist. Ja, weil wir haben uns von MeproLite sagen lassen, diese Optiken oder alle Optiken werden immer von der Waffe getrennt gelagert. Das war nämlich eine unserer Sorgen, als wir hier die integrierte Montage gesehen haben, die ja eigentlich nur aus einer Zentriereinheit besteht und den 2 Klemmbacken hier für Picatinny. Haben wir gesagt, ob das wirklich so wiederholgenau ist, wenn ich das hier hin und her baue. Das ist ja schließlich eines der Verkaufsargumente, dass man das schnell hin und her bauen kann durch die umstellbaren Absehen und unterschiedlichen Profile, meine ich. Und da sagte man uns genau das, dass die IDF die Waffen von den Optiken getrennt lagert und dass es da bisher keine Probleme gab. Und von daher können wir das auch mit unseren Tests nur bestätigen. Wie wird das Gerät mit Strom versorgt? Ihr habt hier einen integrierten Akku, der euch für 50 Stunden Strom liefert. Sollte der Akku geladen werden, habt ihr hier eine Gummiabdeckung, die entferne ich hier einmal und dann könnt ihr dort ein USB-C-Kabel einstecken zum Laden. Das ist natürlich auch hier vorhanden. Das Gerät hat auch ein Auto-Shutdown, das heißt, es läuft nicht die ganze Zeit durch. Kann man bei Bedarf dann einfach wieder mit einem Tastendruck zum Leben erwecken. Und da muss man sich also auch keine Sorgen machen, dass die Batterie leer geht. Unserer Erfahrung nach, wir haben das Gerät jetzt seit mehreren Wochen im Einsatz und haben das initial, glaube ich, auf 40% geladen. Aktuell sind wir bei 32%, also von daher, das hält schon ziemlich lange, da muss man sich keine Sorgen machen. Für die Bedienung hat das Foresight auf der Vorderseite hier oben aufliegend ein Bedienfeld. In der Mitte schalte ich es ein und aus. Dann habe ich rechts und links, um durch die Absehen zu schalten. Das erkläre ich dann später, wenn wir uns um die Absehen kümmern. Und nach oben und nach unten kann ich die Helligkeit regulieren. In der Mitte nochmal kurz gedrückt, wenn das Gerät eingeschaltet ist, komme ich auch ins Menü. Wenn ich jetzt hier durchschaue, habe ich folgende Informationen vorliegend. Also wenn das Gerät jetzt ohne mittlere Taste gedrückt ist, sehe ich nur das Absehen selbst, die Gradzahl für den Kompass oben, die mir hilft bei der Orientierung. Das heißt, wenn ich hier drehe, kann ich sehen, welche Gradzahl oben angezeigt wird. Das ist gerade fürs Militär, denke ich, interessant, für sportliche und jagdliche Schießen eher nicht. Was da aber durchaus interessant ist, ist die Cant-Funktion. Die ist nämlich, habe ich noch gar nicht erwähnt. Das Gerät hat nämlich auch hier eine Neigungswinkelerkennung quasi.
Das heißt, wenn ich nach oben oder nach unten gehe, zeigt mir das Gerät an. Und auch, wenn ich die Waffe nach rechts oder nach links kannte. Und das ist auch sehr fein eingestellt. Also wirklich, gerade in der Geschichte ist es für den Sportschützen, für den Jäger super interessant, um zu sehen, bin ich wirklich gerade parallel ausgerichtet oder habe ich hier irgendwo eine Verkantung drin. Wenn ich jetzt einmal in der Mitte auf die Taste drücke, dann kriege ich mehr Informationen noch angezeigt im Display, nämlich die Batterie, also wie lange die Batterie noch hält und nochmal, ob Bluetooth eingeschaltet ist oder nicht. Keine Sorge, Bluetooth ist nicht die ganze Zeit aktiv, also auch wenn ihr es einschaltet und hier mit dem Handy irgendwelche Dinge tut, es schaltet sich nach einer gewissen Zeit wieder ab, damit ihr auch nicht vom Feind irgendwie dann ein anderes Zero einprogrammiert bekommt oder so. Aber man braucht es natürlich initial, um das Ganze hier mit dem Handy zu koppeln. Und das schauen wir uns jetzt mal als nächstes an. Das ist nämlich extrem spannend. Als allererstes müsst ihr natürlich euch die App organisieren, beziehungsweise die Apps, wenn ihr auch die Einschussmöglichkeit mit Double Shot nutzen wollt. Erzähle ich gleich was zu. Ihr geht in den App Store, egal ob es jetzt Android ist oder iOS, ladet euch die MapProLite App runter, startet diese, schaut, dass Bluetooth auf dem Gerät hier eingeschaltet ist und dann wird er auch direkt schon das Gerät erkennen. Und das habe ich hier auch schon direkt und kann jetzt hier sagen, okay, ich möchte jetzt das Gerät bearbeiten. Dazu klicke ich unten in der Mitte auf das Waffensymbol und kann dann dort verschiedene Profile anlegen. Wir haben jetzt hier verschiedene Waffenprofile angelegt, einmal AR-15, einmal AUG, einmal die Glock in einem Roni Carbine Kit und für euch nochmal ein Testprofil. Da könnt ihr hier, wie ihr sehen könnt, verschiedene Symbole auswählen für eure Waffen. Es sind Basisprofile, also jetzt nicht für jeden Waffentyp was da. Die AUG gab es zum Beispiel nicht, da haben wir einfach dann ein Bullpup-System genommen. Könnt ihr dann das Bild anpassen, damit ihr es schneller finden könnt, ohne zu lesen, könnt dem Ding noch einen Namen geben. Aber was wirklich interessant ist, ist dann hier die Feineinstellung. Denn dann kann ich hier einmal bei Radicals auf die Absehen gehen. Und da habe ich jetzt die Möglichkeit, 5 verschiedene Absehen mir auszuwählen, aus inzwischen 21 Stück insgesamt. Die werden ständig kontinuierlich erweitert von MapProLite. Da ist wirklich für jeden was dabei, ob es jetzt ein Kreuzabsehen ist oder ob es ein Punktabsehen ist oder ein Jagdabsehen. Da ist wirklich für jeden was dabei, ganz sicher, bin ich mir hundertprozentig sicher. Kann man hier dann auswählen, 5 Stück, sagt man, okay, dann einmal zurück. Und wenn da eine Änderung stattgefunden hat, wird dann das Gerät anzeigen, oh, ich habe hier eine Änderung in der App, soll ich das auf das Gerät jetzt übertragen? Dann sage ich ja. Gut, da haben wir schon mal die Absehen behandelt. Übrigens, vom Absehen habe ich noch was ich noch nicht erwähnt habe. Wir haben hier bei der Darstellung natürlich aufgrund des Displays eine sehr pixelige Darstellung. Also beim ersten Mal durchschauen mit dem Magnifier werdet ihr sagen, oh, das sieht ja aus wie ein C64 oder ein Amiga 500, so ganz, ganz pixelig. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber tatsächlich nicht schlecht. Also ich finde es sogar besser, meiner Meinung nach, weil ich mit meiner Hornhautverkrümmung keine Probleme habe, auch einen Punktabsehen klar zu sehen, ohne dass da irgendwie ein Streifen oder ein Strich kommt. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal ansehen, wenn ihr unter einer Hornhautverkrümmung leidet. Okay, aber wir springen jetzt zurück in die Zero-Einstellung. Man kann das einmal am Gerät selber machen oder ihr macht es hier über die App. Das könnt ihr entweder klassisch machen, ohne dass ihr nochmal eine zusätzliche App benutzt, indem ihr hier reinspringt und dann da guckt, wo ihr auf der Scheibe liegt. Das heißt, ihr schießt, was weiß ich, 3-mal, 4-mal eine Gruppe, guckt, wo die auf der Scheibe ist. Ihr seht, okay, die ist jetzt irgendwo rechts oben und ein bisschen zu weit rechts. Das heißt, ich muss korrigieren nach unten. Das heißt, ich tippe jetzt mal, was weiß ich, 6 nach unten und mal 5 nach links. Damit ich das Ganze dann einrücke, gehe hier einmal mit Done auf zurück. Jetzt sagt er mir hier unten auch schon direkt Änderung gefunden. Was möchtest du behalten? Ich möchte das von der App behalten. Das heißt, in dem Moment wird gesynkt und die Einstellung auf das Gerät übertragen. Eine weitere Möglichkeit, das Ganze einzustellen oder einzuschießen, ist die Double Shot App. Die könnt ihr euch einfach im App Store runterladen. Die ist auch für alle, die das Vorzeit gekauft haben, kostenlos. Legt euch ein Profil an, speichert es auf eurem Handy und dann könnt ihr hier beim Zeroing-Prozess einmal auf Auto Zero with Double Shot gehen. Dann zeigt das Handy die Kamera an. Hier auch ganz wichtig zu wissen, die zeigt nur den Rahmen grün an, wenn sie auch eine Scheibe erkennt. Das heißt, ich gehe dahin, fotografiere mir eine saubere Scheibe. Die könnt ihr auf der Homepage von Double Shot runterladen. Dann habt ihr hier eure saubere Scheibe. Könnt jetzt hier Continue to First Session. Die haben wir jetzt hier mal simuliert. Haben jetzt da die Einschüsse. 3 Stück, 2 im weißen, eine auf dem schwarzen Bereich. Mache da ein zweites Foto.
Und jetzt habe ich hier meine Treffer erkannt. Und jetzt ist nämlich auch interessant, ich habe die weißen Treffer hat er erkannt, das schwarze hat er auf dem schwarzen Hintergrund hier nicht gesehen, da wäre der Treffer. Und da kann ich jetzt aber hergehen und kann jetzt hier sagen, ich mache mir hier von Hand noch eine Markierung rein. Und dann kann ich sagen, fertig. Und jetzt sage ich Site Adjustment Instructions und kriege jetzt hier nochmal genau angezeigt, wie viel ich das Site mit dieser Einstellung hier, also mit der Trefferlage, verstellen muss. Da sagt er mir nämlich, ich muss 1 nach oben gehen und 6 nach links. Das heißt, ich klicke unten wieder auf App zurückspringen, sage 1 nach oben und 6 nach links. Dann gehe ich zurück und dann sagt er mir, oh, ich habe eine Änderung gefunden. Einmal bitte die App nutzen und dann wird das Ganze auf mein MapPro-Lite übertragen. Und dann ist es fertig eingeschossen für diese spezielle Kombination. Wir waren jetzt natürlich auch auf der Range und haben das Ganze nochmal ausprobiert mit den besagten Waffen, mit der AR-15, mit der AUG und mit der Glock im Roni-Kit und haben mal für euch aufgezeichnet, wie das Ganze hier im Live-Betrieb funktioniert. Wir haben das MapPro-Lite Foresight jetzt eingeschossen hier auf unseren Waffen. Jetzt geht es an den Praxistest. Beim Einschießen, wie gesagt, wie wir das euch eben gezeigt haben, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Haben wir jetzt einmal hier ein AR-15-System für euch, einmal die Steyr AUG, die soll für uns als AK fungieren, weil wir da natürlich die Möglichkeit haben, die Optik sehr, sehr weit nach vorne auf der Rail zu setzen. Und dann haben wir nochmal eine Glock im Roni in 9 mm. Haben wir sozusagen 3 Waffen, 3 Profile auf dem Foresight, dass wir jetzt einfach mit dem Handy schnell umschalten können. Jetzt gucken wir mal, ob das genauso funktioniert, wie der Hersteller verspricht. So, dann bauen wir mal auf unsere AUG AK um. Einmal Sight entfernen, AR beiseite. Und bei der AUG bauen wir es jetzt ganz vorne hin auf den allerersten Slot. Auch wenn das jetzt nicht so cool aussieht, das simuliert uns jetzt einfach mal vom Optikabstand her eine AK. Und alles, was wir jetzt noch tun müssen, ist in der App einmal von unserem Profil AR-15 auf AUG umstellen. Dann lädt es kurz, connected und jetzt bin ich in meinem neuen Zero für die AUG. Ich sage schon für die AK. Ja, dann schauen wir mal, wie das aussieht. Zum Schluss haben wir noch den Roni für euch. Einmal dasselbe Spiel wie eben auch. Umbauen von der AUG auf das Roni-System. Hier haben wir jetzt natürlich auch noch mal ein anderes Kaliber, nämlich 9 mm. Schauen wir mal, wie das aussieht. Ja, bisschen aus der Übung bin ich, aber hier haben wir bei der AR-15 die Trefferlage. Bei der AUG haben wir ein paar Schuss mal mehr gemacht, weil es so viel Spaß gemacht hat und ich die so selten schießen kann. Da haben wir hier die Trefferablagerung und hier nochmal mit dem Roni auch 3 Treffer. Kann sich also sehen lassen. Man sieht, das funktioniert. Auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Geschichte, um schnell zwischen verschiedenen Waffensystemen zu switchen. Im Menü habt ihr noch zusätzlich die Möglichkeit, die Einstellungen zu ändern. Dazu habt ihr hier die Möglichkeit, einmal auf das Setup ganz rechts zu gehen und dort könnt ihr dann auswählen, was ihr im Display angezeigt bekommt. Zum Beispiel den Kompass könnt ihr ausblenden oder zukünftig den Shot Counter. Aktuell ist noch die Möglichkeit, die Batterie auszublenden oder eben auch hier die ganzen Statusanzeigen. Wenn ihr jetzt denkt, ihr seid immer auf die App angewiesen, da liegt ihr falsch, denn ihr könnt das Gerät natürlich mit der App bedienen, aber es geht auch alles nur mit dem Gerät. Ihr habt hier ein Menü, könnt jede Einstellung auch hier im Gerät selbst vornehmen, wenn ihr das denn wollt. Ja, nach einiger Zeit der Testung mit dem MapPro-Lite Foresight können wir sagen, das ist wirklich eine coole Sache, gerade für Schützen, die jetzt sagen, ich habe nicht unbedingt das Budget oder das Interesse, mit verschiedenen Optiken auf verschiedenen Waffen zu arbeiten, sondern ich möchte immer die eine Optik auf verschiedenen Waffen einsetzen. Gerade dann ist das Foresight hier natürlich ein super Mittel, um das Ganze abzudecken. Es funktioniert reibungslos, haben wir getestet. Von unserer Seite eine klare Empfehlung.
Das Meprolite Foresight bekommt ihr bei Waffenhandel Messer, der Link ist unten eingeblendet. Habt ihr noch Fragen zum Produkt? Dann schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle Like und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye. Wir haben euch bereits auf der Millipol 2019 das Millipol... Wenn ich jetzt durch das Gerät durchschaue, habe ich hier natürlich im Vergleich zu einem herkömmlichen LED-Rotpunkt ein leicht dunkleres Absehen, beziehungsweise ein leicht dunkleres... Danke.